Limamá India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. 71 Menschen sterben im November 2016 im kolumbianischen Dschungel. Flug LMI 2933 hatte zu wenig Sprit an Bord. Unter den Toten auch eine Fußballmannschaft. Nur einen Monat später, im russischen Sotschi, startet eine Tupolew mit Ziel Syrien. Einige Minuten später stürzt sie ins Schwarze Meer. Die traurige Bilanz: 92 Tote. Vermutete Unfallursache: der Co-Pilot soll am falschen Hebel gezogen haben. Menschliches Versagen auch am 1. Juni 2009. Air France Flug 447 von Rio nach Paris. 228 Tote, weil die Piloten die Kontrolle über den Airbus verlieren. Es hat leider jetzt doch in den letzten Jahren einige schwere Unfälle gegeben, wo man das Gefühl hat, dadurch, dass die Piloten so viel automatisch geflogen sind, haben sie das manuelle Fliegen verlernt. Und in so einer Situation sind sie dann völlig überfordert. Es ist eine bedrohliche Gewitterfront, in die das Air France-Flugzeug hineinfliegt. Als Sonden vereisen, schaltet sich der Autopilot ab. Panisch manövrieren die Piloten den Airbus in einen Strömungsabriss, den Stall. Im Unfallbericht steht, dass den Piloten gar nicht bewusst war, dass das Flugzeug im Stall war. Und sie völlig hilflos an verschiedenen Hebeln gerührt haben und auch nicht rauskommen konnten. Und gar nicht in der Lage waren, bewusst so zu reagieren, wie man das machen kann. Und das waren ganz offensichtlich Verständnismängel. Am Air France-Fall hat sich gezeigt, dass bei einer richtigen Reaktion nach allem, was wir heute wissen, das Flugzeug zunächst durchaus zu retten gewesen wäre. Bernd Hamacher ist Professor für Luftfahrttechnik und Fluglehrer. Er hat jahrzehntelang Ingenieure und Piloten ausgebildet und den Wandel des Berufs hautnah miterlebt. Der Beruf hat sich deutlich verändert. Der Pilot heutzutage ist eher ein Systemmanager als jemand, der über seine fliegerischen Fähigkeiten sich als Pilot ausweist. Und er muss ein komplexes Produkt mit komplexen Systemen verstehen und managen können. Das ist eine ganz andere Anforderung als früher. Auch die renommierte Lufthansa-Verkehrsfliegerschule in Bremen stellt sich neu auf. Früher hatten Fluglinien wie die Lufthansa ihre eigenen Pilotenschulen, wo sie ihre eigenen Piloten bedarfsgerecht ausgebildet haben. Heute bilden sie für den Markt auch aus, für sich auch aus, aber auch eben für den Markt aus. Und damit zerfällt dieses monolithische Gebilde, was wir früher hatten, in eine Vielzahl von einzelnen Business. Nur knapp 10% bestehen den schweren Aufnahmetest bei der Lufthansa. Künftig müssen die Schüler die Kosten der Ausbildung von 100.000 € selbst bezahlen. Im Ausland ist es einfacher und billiger, seit die EU die Pilotenausbildung liberalisiert hat. Dadurch sind in der Folge in ganz Europa eine ganze Reihe von Flugschulen entstanden, die Piloten ausbilden. Und da geht es eben nicht mehr, wie das früher hier bei der Lufthansa beispielsweise also war, dass man nach einer Eignungsuntersuchung macht und die Besten also auswählt, sondern man muss wirklich sagen, bei diesen Schulen geht es, jeder, der das Geld hat, die Ausbildung zu finanzieren, kommt da auch, wenn er nicht ganz doof ist, also tatsächlich durch. Es ist eine Frage des Geldes mittlerweile, ob man die Ausbildung finanzieren kann oder nicht finanzieren kann. Wir recherchieren im Internet. Flugschulen in ganz Europa bieten eine Ausbildung zum Verkehrspiloten an, zu unterschiedlichen Konditionen. Schnell stoßen wir auch auf Angebote wie diese. 80.000 € kostet die Verkehrspilotenlizenz ATPL mindestens, sagen Experten. Im Netz wird sie für weniger als die Hälfte angeboten. In Ländern wie Rumänien, Polen, Malta oder Griechenland. Ohne Eignungstests? Wir machen Testanrufe via Internet bei mehreren Flugschulen. Im Bewerbungsgespräch streut unsere Testperson bewusst Zweifel an ihrer Eignung für den Job. Ich bin nicht besonders sportlich. Ich bin nicht gut in Mathe und Physik. Gewisse mathematische Grundlagen wären schon gut.
Du solltest wissen, dass 1 + 1 2 ergibt. Für das medizinische Zeugnis schicken wir dich hier zu einem Arzt, der dich tauglich schreibt. Warum ist Ihr Kurs so billig? Schulen in Deutschland sind auf hohen Profit ausgelegt. Das ist bei uns anders. Außerdem versuchen wir Fluglehrer zu beschäftigen, die wir nicht fest anstellen, sondern nur nach Stunden bezahlen. Und ihr Stundenlohn ist auch nicht besonders hoch, aber sag es nicht weiter. Bei uns findet jeder Schüler hinterher auf Anhieb einen Job. Keine Sorge, auch dich bringen wir dahin. In Köln werden die Richtlinien der europäischen Luftfahrt gemacht. Bei der EASA, der Europäischen Agentur für Flugsicherheit. Sie verteidigt die Liberalisierung der Ausbildung. Das erlaubt einem jungen Piloten viel leichter, einen Job zu finden, im Vergleich zu früher, als Piloten nur in ihrem eigenen Land einen Job suchen konnten. Jetzt haben sie den gesamten europäischen Markt zur Auswahl. Flugschulen versprechen in den Bewerbungsgesprächen mindestens einen Job bei Ryanair. Blanker Unsinn, meint die Pilotengewerkschaft Cockpit. Wir haben schätzungsweise zum Zeit ca. 1000 arbeitslosen Piloten in Deutschland, 7000 europaweit. Und wir hören vom Ryanair selbst, dass ungefähr die Hälfte von diesen Piloten kann die nicht einstellen, weil die ihren Forderungen nicht erfüllen. Doch der Traum vom Fliegen trotzt den Realitäten. Planespotter bewundern die Jets beim Starten und Landen am Frankfurter Flughafen, selbst bei Minusgraden. Pilot, ihr Traumberuf. Mich fasziniert das einfach wahnsinnig. Für mich ist es der beste Beruf der Welt. Also wenn man da aus dem Fenster guckt, das jeden Tag zu erleben, jeden Tag woanders zu sein, das ist Wahnsinn. Der Job im Cockpit ist, glaube ich, wirklich ein Traumberuf. Man sitzt da oben, hat tollen Ausblick auf die Natur, gerade wenn man jetzt zum Beispiel mal nach Amerika fliegt und hat dann Ausblick runter auf Grönland, auf die Eisberge. Das ist sicher wunderschön. Pilot, ein bewunderter Held in Uniform. So wirbt auch die Lufthansa in ihrem Werbespot von 2012. Ein Autogramm bitte, Herr Kapitän. Wer bei einer großen Linie angestellt ist, der hat sich seinen Traum erfüllt. Für den Nachwuchs ist der Einstieg ins Berufsleben ungewiss und teuer. Wer glaubt, nach der Ausbildung sofort als Co-Pilot sein Geld zu verdienen, irrt. Oft drohen neue Schulden, denn die jungen Piloten brauchen viele Praxisstunden. Das wird jetzt von Linien ausgenutzt, indem die den Piloten anbieten, wenn du das bezahlst, dass du hier 500 Stunden oder 1000 Stunden oder 1200 Stunden fliegst, dann lassen wir dich rein. Das nennt man abgekürzt Pay to Fly. Also derjenige, der im Flugzeug am meisten bezahlt, ist der Co-Pilot, der da fliegt, der eigentlich für seinen Beruf bezahlt werden sollte. Nein, er muss bezahlen oder er will bezahlen, um die 1500 Stunden zusammenzubekommen, um dann seine vollwertige Lizenz zu bekommen. Das ist eine Entwicklung, die in den letzten Jahren gerade bei den Billigfliegern gegriffen hat. Ich habe Verträge vom Air Baltic, vom Air Croatia, wo die sehen, das ist eine Geldeinnahme. In solchen Verträgen steht: 50.000 € für das Training, im Voraus zu zahlen, spätestens 10 Tage nach Vertragsabschluss. Reden dürfen die jungen Piloten über solche Knebelverträge nicht. Die Parteien vereinbaren während der Laufzeit des Vertrages und danach Stillschweigen gegenüber Dritten. Pay to Fly ist nicht die einzige Methode, junge Piloten zu schröpfen. Um einen bestimmten Jet, wie beispielsweise eine Boeing 737, fliegen zu dürfen, muss man eine mehrwöchige Einweisung im Simulator durchlaufen. Auch dieses sogenannte Type Rating lassen sich viele Gesellschaften heute teuer bezahlen, wie dieser Vertrag zeigt. Ja, man muss das so zusammenrechnen. Also wenn man für die Ausbildung, sagen wir mal, 70.000 bezahlt hat, wenn man für das Rating nochmal 30.000 bezahlt hat, wenn man für das Pay-to-Fly auch nochmal 50.000, dann liegt man in der Größenordnung von 150.000 € Schulden oder Dollar, je nachdem, wie man das sieht. Diese Sorge haben die Lufthansa-Flugschüler nicht. Für sie zahlt der Konzern Type-Rating und Praxisstunden. Doch zu diesen Praxisteilen werden viele Schüler seit Jahren nicht zugelassen. 850 angehende Lufthansa-Piloten hängen in einer Warteschleife.
Verschuldet, ohne Einkommen, ohne Alternative. Die Ausbildung stockt. 10 von ihnen ziehen deshalb im Dezember 2016 vors Arbeitsgericht in Frankfurt. Dort wollen sie erstreiten, was die Lufthansa ihnen zu Beginn der Ausbildung versprochen hatte, auch im Internet. Pilot bei Lufthansa. Ein Leben lang. Und wir bringen Sie in nur 2 Jahren ganz nach vorne. Als First Officer bekommen Sie ein Jahresgehalt von rund 60.000 und als Kapitän über 110.000 € in der Einstiegsstufe. Ich kenne die Lufthansa jetzt schon relativ lange, aus familiären Gründen. Bin damit aufgewachsen mit dem Unternehmen und immer hochgeschätzt, Kranich quasi in meinem Herzen. Das fällt mir jetzt auch noch schwer, davon Abstand zu nehmen. Ich bin absolut traurig. Wir haben am Anfang an einem Programm teilgenommen namens Destination Lufthansa in der Ausbildung, wo wir darauf gebrieft wurden, wie toll der Kranich ist, was für eine exzellente Airline uns erwartet. Und nach wurden die Erwartungen runtergeschraubt. Uns wurde gesagt, dass wir bei Germanwings oder Eurowings anfangen sollen, dass die Bedingungen ganz anders sind. Eurowings. Die Antwort der Lufthansa auf die Billigflieger. Hier würde der Konzern viele seiner Nachwuchspiloten gerne fliegen sehen. Zu wesentlich schlechteren Bedingungen als im luxuriösen Lufthansa-Konzerntarifvertrag, um Personalkosten zu senken. Einige Flugschüler haben sich auf das Angebot eingelassen. Die meisten aber warten weiter auf Fortsetzung ihrer Ausbildung und einen Job im Cockpit der Lufthansa-Maschinen. Dort aber gibt es nach Aussage der Lufthansa keinen Bedarf an neuen Piloten. Das bestreiten die Schüler und die Pilotenvereinigung Cockpit. Nun soll das Gericht entscheiden. Bis zu 6 Jahre warten die Anwärter schon. Woanders bewerben können sie sich nicht. Insofern stecken viele von uns in sehr ungewissen Lebenssituationen, wissen gar nicht, wie sie teilweise ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen. Durch die ständigen, auch sich immer weiter hinaus verzögernden Wartezeiten hat man eben eine sehr große Ungewissheit, was die eigene Lebensplanung anbelangt. Ein Grund für die miserable Situation der Nachwuchspiloten ist der parallel ausgefochtene Lufthansa-Tarifkonflikt. In über 4 Jahren gab es 14 Arbeitsniederlegungen der aktiven Piloten. Die Streiks führten zu massenhaften Flugausfällen und sorgten für dreistellige Millionenverluste. Gleichzeitig verschärfte sich der Wettbewerb durch die Billigflieger. Billigfluglinien dominieren immer stärker den Markt. Wenn der Kunde für den Preis eines S-Bahn-Tickets fliegen will, nimmt er damit in Kauf, dass sich die Arbeitsbedingungen des fliegenden Personals verschlechtern. Der Kampf zwischen den großen renommierten Airlines und den Low-Cost-Carriern wird immer gnadenloser. Während die früher hauptsächlich kleine Regionalflughäfen anflogen, drängen sie jetzt auch auf die großen Drehkreuze, mit gravierenden Folgen für die Luftfahrtbranche. Es geht um ein reines, krasses, hartes Geschäftsmodell. Das Flugzeug muss in die Luft, muss bewegt werden. Um einen unbarmherzigen Verdrängungswettkampf auf dem Markt. Wer bietet billiger an? Und gespart wird bei Dingen, die man nicht sehen kann. Bei Sicherheit, es wird gespart bei Ausbildung, es wird gespart bei den Gehältern der Piloten. Und durch dieses Überangebot von Piloten können sich die Firmen das inzwischen auch erlauben. Die tapezieren sich quasi die Wände voll mit Bewerbungen und diktieren die Arbeitsbedingungen. Markus Lühr war selbst Berufspilot, später Flugbetriebsleiter. Vor ein paar Jahren stieg er aus. Die Branche wurde ihm zu brutal. Verkehrspiloten, die ihren Job verlieren, stehen vor dem Nichts, sagt er. Ein ATPL als höchste fliegerische Lizenz ist nicht mehr als eine Lizenz, einer Taxilizenz gleichzusetzen. Und die erlischt auch nach einem Jahr, wenn sie nicht durch Nachweis von Stunden und Checkflügen etc. wieder aktualisiert wird. Und dann darf er sich in das Heer der ungelernten Arbeitslosen einreihen. Ein Verkehrspilot mit diesem Abschluss ATPL hat keinen Abschluss, er hat keine anerkannte Berufsausbildung. Heute arbeitet Markus Lühr im Rheinland als Sachverständiger für Flugzeuge. Hier haben wir jetzt die High-End-Lösung, das G1000. Mit vielen ehemaligen Kollegen steht er immer noch in engem Kontakt. Ich kenne persönlich tatsächlich Leute, die im Flugzeug übernachten. Habe ich selber eine Weile auch gemacht. Sie versuchen dann Hotelübernachtungen zu sparen, sich die Spesen einzustreichen. Das heißt, die haben dann ihren Survival-Kit dabei, Schlafsack, Zahnbürste,
ein kleines Doggybag von der Mama gemacht, damit sie was zu essen haben. Und versuchen so wirklich Mark auf Mark zu legen, um in diesem Job über die Runden zu kommen. Die Repressalien seitens der Fluglinien auf ihre Mitarbeiter, speziell im Cockpit, die nehmen einfach zu. Es werden schwarze Listen geführt, es wird Druck ausgeübt und die Leute haben einfach Angst, ihre Meinung kundzutun, weil dann, wenn sie Pech haben, der Job weg ist. Wir treffen uns mit einem Informanten, der darüber Auskunft geben will. Er arbeitet im mittleren Management einer großen deutschen Airline. Aus Angst vor Jobverlust möchte er beim Interview nicht erkannt werden. Mit der Drohkulisse des Arbeitsplatzverlustes werden Arbeitnehmergrundrechte in Deutschland erfolgreich außer Kraft gesetzt. Man steht ständig in einer beobachteten Position und muss sicherstellen, dass der Laden läuft. Und jeder, der das nicht auf die Reihe bekommt oder der sich dem in irgendeiner Form widersetzt, steht im Fadenkreuz des Managements. Um den Job nicht zu verlieren, schuften viele Piloten über Arbeitszeitgesetze und ihre persönlichen Grenzen hinaus. Wir sind mit dem Co-Piloten einer kleinen deutschen Fluggesellschaft verabredet, die international agiert. Auch er berichtet nur anonym von seinen Erfahrungen. Es gibt Flüge, die mehr als 10 Stunden über die maximalen Flugdienstzeiten gehen. Und die werden dann im Nachhinein aus den Systemen gelöscht, sodass dann das Luftfahrtbundesamt anscheinend nicht dahinter kommt. Wenn man, nur als Beispiel, Berlin-Moskau fliegt, das Flugzeug fliegt weiter nach Singapur und dann Singapur-Moskau und Moskau-Berlin. Die deutsche Flugsicherung würde nicht wissen, was passiert ist ab Moskau. Das wird ein anderes System sein. Und wenn man dieses Teil nicht als Dienstzeit rechnet, aber als Ruhezeit, dann kann das wohl verschwinden aus dem System. Und dann muss man reingehen in das Flugzeuglog direkt und nachgucken, was das Flugzeug gemacht hat. Aber das tun nur die Luftfahrtbehörden, wenn die unbedingt den direkten Hinweis bekommen. Weil Lufthansa fliegt 3000 Flüge am Tag, Air Berlin fliegt 1300. Das wäre nicht machbar für eine Luftfahrtbehörde, alle zu überprüfen jeden Tag. So kommt es dann zu Situationen, dass Crews nicht 8, 9, 10 Stunden arbeiten, sondern 12, 14, 16, 18 oder sogar 20. Ich spreche auch aus eigener Erfahrung, langjährig. Und dann pfeift man wirklich auf dem letzten Loch. Ich würde fast sagen, dass in manchen Unternehmen Gesetze regelmäßig missachtet werden. Das geht von Flugdienst- und Ruhezeiten über technische Mängel an Flugzeugen, die dann vielleicht einfach nicht in den Büchern auftauchen. Wo die Kapitäne auch angehalten werden, Mängel nicht ins technische Logbuch einzutragen, was eigentlich deren Aufgabe ist. Und solange das nicht im technischen Logbuch steht, kann auch keine Behörde einem nachweisen, dass dieser technische Mangel mal vorgefallen ist. Die Fluggesellschaften wollen natürlich auch, dass es dann repariert wird. Aber wenn es irgendwie noch geht, das Flugzeug in der Luft zu halten, dann wird das gerne getan. Das heißt, dann wird auch auf diese Zwei- und Dreifachsicherheit, auf diese Redundanz der Systeme verzichtet. Und dann wird ein kurzer Blick in diese Mail geworfen, diese Minimum Equipment Liste und sagt, wenn von den dreien noch eins tut, dann kann ihr das eigentlich noch machen. Ja, aber dieser Sicherheitsanteil, den der Passagier unbewusst erwartet, mit dem Hintergrunddenken, Verkehrsflugzeug redundant, alles doppelt und dreifach, das ist dann nicht mehr gegeben. Es gab einen Kapitän, der mich gefragt hat, ob wir fliegen gehen können, obwohl wir fast einen kompletten Avionikausfall hatten. Wir hatten kaum Anzeigen, wir hatten keine Triebwerksanzeigen, wir hatten keine Tankanzeige. Und der Kollege fragte mich tatsächlich, ob wir den Flug jetzt machen können. Es gibt tatsächlich Flüge, die so geplant werden, dass manche Flugzeuge dafür einfach nicht zugelassen sind. Da geht es um direkte Routen über den Atlantik, die viel weiter nördlich geplant werden müssten, damit man noch Tankstopps einlegen kann. Vielleicht geht es an diesem einen Tag auch gut und der Wind steht günstig, aber sollte bei so einem Flug auf der Hälfte des Atlantiks das eine Triebwerk ausfallen, würde man es niemals mehr auf die andere Seite schaffen. Aber damit wird gerechnet. Die Firma weiß natürlich, dass der Flug so nicht durchzuführen ist. Das interessiert im ersten Augenblick aber nicht. Da geht es nur ums Geld.
Zuständig für die Flugsicherheit in Deutschland ist das Luftfahrtbundesamt in Braunschweig. Martin Kaiser leitet den Bereich Flugbetrieb. Um illegale Machenschaften aufzuspüren, sei die Behörde auch auf Informationen von Whistleblowern angewiesen. Wenn wir keine konkreten Angaben haben, welche Flüge bei welcher Airline betroffen sind, ist das nahezu die Suche der Nadel im Heuhaufen. Wir brauchen konkrete Anhaltspunkte, welcher Flug betroffen sein könnte, zumindest einen Zeitraum. Da ist aber oft das Problem, dass die Whistleblower Angst haben, dass aufgrund dieser Angaben dann eine Rückverfolgung möglich wäre und sie entsprechenden Repressalien des Luftfahrtunternehmens ausgeliefert wären. Wir sind natürlich nicht bei jedem Flug dabei. Auch das kann nur stichprobenartig erfolgen. Die Breite muss immerhin etwa 130 Luftfahrtunternehmen mit mehr als 10.000 Piloten und noch weit mehr Flugbegleitern in der Bundesrepublik abdecken. Und das gestaltet sich natürlich schwierig. Die meisten von uns haben nie einen Luftfahrtbundesamtprüfer ins Cockpit gesehen, außerhalb vielleicht am Boden zu checken, sind die Papiere in Ordnung. Das sehen wir die schon ab und an. Aber wirklich mitzufliegen auf einer vierlägigen Umlauf, ich habe persönlich keine gesehen. Und ich finde es schade, weil ich glaube, da ist eine Quelle, das fehlt in die ganzen Behörden. In der Tat hatten wir in der Vergangenheit recht wenig Personal. Wir haben letztes Jahr einen großen Personalaufwuchs erhalten. Die Kollegen sind jetzt mit der Ausbildung nahezu fertig, sodass wir in Zukunft deutlich tiefergehende Aufsicht durchführen können. Gent in Belgien. An einer der renommiertesten Universitäten des Landes wurde vor 2 Jahren die größte Studie über die Arbeitsbedingungen europäischer Piloten durchgeführt. Professor Yves Jorens befragte im Auftrag der EU-Kommission 6.600 Verkehrsflugzeugführer. Schon beim Gehaltsgefüge fand er enorme Unterschiede. Wir haben Piloten gesehen, die ein Gehalt haben von $10.000 pro Jahr. Wir haben Piloten gesehen, die $1,5 Millionen pro Jahr verdienen. Verkehrspilot, ein Traumjob? Diese Zeiten scheinen vorbei. Gerade bei Billigfluglinien gibt es viele prekäre Arbeitsverhältnisse. Das geht von Scheinselbstständigkeit über Leiharbeit bis zur Pauschalentlohnung pro Flug. Es ist inzwischen längst Alltag. Dass man in ein Flugzeug steigt, wo der Pilot selbstständig ist, wo der Co-Pilot mit einem Entleihunternehmen beschäftigt ist und wo das Kabinepersonal zum Beispiel auch Studenten sind. Gibt auch die Möglichkeit. Deshalb, wenn man wirklich in ein Flugzeug einsteigt, soll man nicht den Eindruck haben, das sind alle wirklich Piloten oder Personal, die einen direkten Arbeitsvertrag haben. Damit überhaupt nicht. Das hat sich ganz geändert. Und man sieht, wie man immer weiter und weiter sucht, um eigentlich eine billige Struktur zu haben. Das kann gefährliche Folgen haben. Ein Beispiel. Im November 2016 startet eine Maschine des Low-Cost-Carriers Norwegian Air Shuttle zu einem innernorwegischen Flug. Die Airline hat in der Branche einen schlechten Ruf. Nur 6% der Piloten sind fest angestellt. Während des Fluges hört das Kabinenpersonal permanent Warntöne aus dem Cockpit. Das Flugzeug fliegt nur halb so hoch wie vorgeschrieben. Nach der Landung stellt die Kabinenbesatzung die beiden slowakischen Leiharbeiter im Cockpit zur Rede. Sie weigert sich, mit diesen Piloten weiter zu fliegen und steigt aus. Handeln Piloten in brenzligen Situationen eigenverantwortlich nach Sicherheitskriterien oder erfüllen sie die Vorgaben der Airline? Auch danach hat die Genter Studie gefragt. Dann haben wir gesehen, dass 75% von den Piloten, die ein direktes Arbeitsvertrag haben, die haben einfach gesagt, ja, wir nehmen einfach eine andere Entscheidung. Sicherheit, wir sind dazu. Wenn wir die gleiche Frage gestellt haben oder gemerkt haben mit Leuten, die kein direktes Arbeitsvertrag haben, so ein atypischen Arbeitsverhältnis, dann haben wir gesehen, dass es unglaublich weniger war. Professor Jorens hat bei seiner Befragung einen weiteren schockierenden Missstand erfahren. Da war ein Pilot, der gesagt hat, ja, ich bin ein bisschen krank, ich kann nicht fliegen und dann hat der Fluglinie gesagt, ja, Sie sollen doch einfach fliegen
Und dann hat der Pilot, das Zitat haben wir gelesen, hat er einfach gesagt, ja, aber gut, wo kann ich mir dann eigentlich auch beklagen? Ich will mir beklagen zum Management. Und dann hat das Management gesagt, ja, wenn Sie sich beklagen wollen, kaufen Sie dann einfach einen Hund, dann können Sie zu ihm sprechen. Ich kenne Piloten bei verschiedenen Airlines, die sagen, der Low-Cost-Wahn wird früher oder später zu einem großen Crash führen. In letzter Konsequenz verantwortlich für diese Entwicklung sehe ich den Passagier selbst. Er hat den Slogan einer bekannten deutschen Handelskette übernommen. Für viele Weggefährten der letzten 20 Jahre und auch für mich ist Geiz aber nur so lange geil, wie die Sicherheit nicht darunter leidet. Wir haben diesen Punkt erreicht oder schon überschritten. Der zunehmende Druck kann Auswirkungen auf die Sicherheit haben. Das sieht auch die EASA. Zuständig fühlt sie sich allerdings nicht. The employment conditions are not part of our mandate. However, there is a discussion where Die Arbeitsbedingungen sind nicht Teil unseres Mandats. Trotzdem nehmen wir auf EU-Ebene unter den Sozialpartnern eine Diskussion wahr. Daran beteiligen sich mittlerweile auch Experten, die dafür besser geeignet sind als die Experten der Europäischen Flugsicherheitsagentur. probably in areas which are better handled by other experts, other the agency experts. Prekäre Arbeitsverhältnisse von Piloten gehören sehr wohl zum Aufgabenfeld der Europäischen Flugsicherheitsagentur, betont die Politik. Im Februar 2017 forderte das EU-Parlament die EASA und die Mitgliedstaaten unmissverständlich auf, solche Beschäftigungsmodelle zu beobachten. Die Animation des Colgan Air-Flugs 3407 zeigt, welche Auswirkungen schlechte Arbeitsbedingungen haben können. Die Maschine befindet sich 2009 im Landeanflug auf den US-Flughafen von Buffalo. Das Flugzeug ist viel zu langsam, als die Co-Pilotin die Landeklappen erst aus und dann im falschen Moment wieder einfährt. Beim Absturz in ein Wohngebiet sterben 50 Menschen. Die Untersuchung des Unfalls ergibt, die Co-Pilotin war übermüdet, krank und verdiente so wenig Geld, dass sie keine eigene Wohnung hatte. Sie soll oft auf der Couch im Aufenthaltsraum der Fluggesellschaft geschlafen haben. Auch in Deutschland scheinen Unfälle durch Erschöpfung möglich. Unser verdeckter Informant, Co-Pilot einer kleinen deutschen Fluggesellschaft, berichtet von wochenlangen Bereitschaftszeiten. Das Handy ist immer an. Man befindet sich immer in der Nähe vom Hotel oder vom Flughafen. Man muss jederzeit bereit sein, innerhalb von maximal 45 Minuten in der Luft zu sein. Das heißt, dass man in 20 Minuten fertig ist und dann geht das Ganze schon los. Und diese Standby-Regelung ist natürlich fatal, weil gerade wenn man vielleicht den ganzen Tag wach war, gerade abends ins Bett gegangen ist und vielleicht gerade eben eine Stunde geschlafen hat, kann es sein, dass das Telefon klingelt und man dann nochmal 12 Stunden unterwegs ist. Das heißt, auch die verplanbare Zeit, die sichere verplanbare Zeit für die Piloten wird immer geringer und immer geringer. Und viele Firmen gehen inzwischen dazu über, zu sagen, du hast jetzt einfach eine Standby-Zeit, du kannst machen, was du willst. Die ist offiziell zwar frei, aber wir möchten, dass du die am Flughafen verbringst, am Flughafenhotel, wo auch immer du direkt einsatzfähig bist. Im bestenfalls passiert nichts und oft wird das auch gar nicht bezahlt, aber der Tag ist weg. Bei Einhaltung der entsprechenden Regularien kann das eigentlich nicht passieren. Die geben ganz klar vor, wann Piloten Standby-Zeiten haben dürfen, inwieweit die gegebenenfalls rückwirkend als freie Tage angerechnet werden können. Wie gesagt, wenn die Regeln eingehalten werden, ist sowas eigentlich nicht möglich. Aber es gibt diese Fälle? Wahrscheinlich ja. Mir sind sie nicht bekannt. Immerhin. Die Genter-Studie fand auch heraus, dass 80% der Piloten bei den renommierten Fluggesellschaften immer noch fest angestellt sind und gute Arbeitsbedingungen haben. Während die Passagierluftfahrt in Europa stagniert, boomt der Luftfahrtmarkt in Asien, zum Beispiel in Indonesien, dem viertbevölkerungsreichsten Land der Erde. Zuwächse bis zu 20% sind im Jahr zu verzeichnen. 260 Millionen Menschen leben auf 17.000 Inseln, die oft nur aus der Luft erreichbar sind. 26 neue Flughäfen sollen hier in den nächsten Jahren gebaut werden. Mehrmals im Jahr kommt Bernd Hamacher hierher, um Piloten auszubilden. Der Bedarf ist riesig. Wer es in Europa nicht ins Cockpit geschafft hat, versucht hier den Einstieg in seinen Traumberuf.
Das Problem daran ist, dass diese Piloten dann in eine kulturell wie auch von der Umwelt ganz andere Welt kommen. Die Wetterbedingungen sind anders, die Kommunikation ist anders, die Kultur ist anders. Auch wenn die Regeln immer die gleichen sind, sie sind in einer anderen Welt. So wie Manuel Farrugia aus Malta und Diogo Ferraz aus Portugal. Hunderte Bewerbungen hatten sie in der europäischen Heimat geschrieben, erfolglos. In Indonesien reichte eine einzige. Citylink hat mich sofort zu einem Vorstellungsgespräch nach Amsterdam eingeladen. Und da bin ich hingegangen. Ich wollte einfach nur fliegen, meinem Traum folgen, einen großen Jet fliegen. In meinem Fall einen Airbus 320. Ich hatte 500 Stunden Flugerfahrung, jetzt habe ich 2100 nur bei Citylink, 2600 insgesamt. Das ist gut. Das war der Plan. Ich kann jederzeit wieder gehen. Ich will aber nicht. Die Fluglinie ist nett. Sie ist wie eine große Familie. Schwierige Anflüge, heftiger Monsun, schlechte Landebahnen. Ganz anders als in Europa. Auch der Kontakt mit der Flugsicherung ist nicht immer einfach. Als ich hierher kam, habe ich kein einziges Wort verstanden. Nach dem ersten Funkspruch habe ich meinen Captain gefragt, war das Englisch? Und er lachte. Medic 6576, Tower 119 Decimal 3. CJ 592, behind traffic, rolling departure. Manuel Farrugia hat sich an den Funkverkehr gewöhnt und ist froh, hier fliegen zu können. Man fliegt in den schwierigsten Wetterbedingungen, die es gibt. Massive Gewitter. Ein Captain sagte mir mal, wenn du in Indonesien fliegen kannst, kannst du überall fliegen. Deswegen kommen Leute hierher. Das ist eine gute Erfahrung. Allerdings nicht für alle, warnt der indonesische Luftfahrtjournalist Dudi Sudibyo. Nicht jeder landet bei einer so sicheren Fluggesellschaft wie Citylink. In ihrer Verzweiflung nehmen arbeitslose Ausländer auch Jobs bei kleinen, unseriösen Unternehmen an. 2016 habe das wieder tödliche Folgen gehabt. Einer von ihnen crashte in Papua. Die Region ist sehr speziell. Der Pilot muss das Terrain kennen, der Pilot muss das Wetter kennen. Das ändert sich abrupt. Von einer auf die andere Sekunde ist alles schwarz. Dort zu fliegen heißt, erst über die Gipfel von hohen Bergen zu fliegen und dann über sehr hohe Bäume. Manche sind 50 Meter hoch. Das heißt, wenn man im Landeanflug sehr niedrig fliegt, kann man gegen einen Baum krachen. Und auch am schlimmsten Absturz der letzten Jahre war ein Europäer beteiligt, ein französischer Co-Pilot. Der Co-Pilot war mit der Situation auch wohl völlig überfordert, hat unverständlicherweise das Flugzeug mit 40 Grad hochgezogen und dann sind sie massiv in den Stall also gekommen, haben irgendwie das noch hingekriegt, das zu recovern, waren aber auch da dann schon in einem so entwickelten Stall, dass ihre Kompetenz nicht ausreichte, da rauszukommen. Beim Absturz von AirAsia-Flug 8501 vor Indonesien starben 2014 162 Menschen. Jahrelang standen alle indonesischen Fluggesellschaften auf der schwarzen Liste der EU. Aber die nationale Fluggesellschaft Garuda hat etwas dagegen getan. Heute zählt Garuda zu den besten Fluglinien der Welt. Der Leiter des modernen Trainingszentrums zeigt dem deutschen Professor, wie hier Notfallszenarien trainiert werden. Engine is lost on the runway. 7 Simulatoren sind rund um die Uhr in Betrieb. 1500 Piloten pro Jahr durchlaufen hier die anspruchsvollen Trainings. Dazu gehört auch der gefürchtete Strömungsabriss, der sich mit einem typischen Geräusch ankündigt. Kein Problem für den erfahrenen Kapitän. Haben wir es weggelassen, weil heutzutage ja Flugzeuge immer... Danach Fachgespräch mit Ilham Habibi, Sohn des ehemaligen Staatspräsidenten. Er wurde in Deutschland zum Luftfahrtingenieur ausgebildet und möchte in Indonesien einiges verbessern. Die Qualität und auch die Quantität. Wir brauchen halt besser ausgebildete Leute, die jetzt berufsnah auch ausgebildet sind, aber auch mehr davon einfach, weil wir im Moment noch nicht genug haben.
Darum hat Ilham Habibi eine Universität gegründet, die die Pilotenausbildung als Studienfach anbietet. In Deutschland ist ein Fachstudium neben der reinen Pilotenausbildung freiwillig. Der deutsche Experte Bernd Hamacher hält in Jakarta regelmäßig Vorlesungen. And then you pull the elevator. What happens? The plane will turn around the pitch axis. Es sieht so aus, dass auch andere Staaten hier in Südostasien an so einem Modell Interesse haben. Und es sieht auch so aus, dass wir die Chance bekommen, dieses Modell als Modellfall für in Indonesien so zu entwickeln, dass er in anderen asiatischen Staaten auch Nachahmer findet. Und ich würde mich freuen, wenn wir dann in einigen Jahren von den Asiaten lernen können, wie man Flugausbildung macht. Laut einer Studie von Boeing benötigt Asien in den nächsten 15 Jahren 250.000 neue Piloten. Zurück nach Deutschland, ins oberschwäbische Tannheim. Immer mehr Technik im Cockpit macht das Fliegen immer sicherer. Aber dadurch können die fliegerischen Fähigkeiten verkümmern. Hier werden Sicherheitstrainings in einer kleinen Propellermaschine angeboten. Die Idee entstand eigentlich ursprünglich mal, weil sich einige Berufspiloten, die in ihrer Freizeit sich mit Kunstflug beschäftigen, zusammensaßen und sich wunderten, wie zivile, auch Berufspiloten, falsch reagieren, wenn sie in ungewöhnliche Fluglagen kommen. Der Gesetzgeber hat erkannt, dass Loss of Control ist der Fachbegriff, also Kontrollverlust während des Fluges zu den Hauptunfallursachen gehört. Und mittlerweile gehört es Gott sei Dank in jede Grundausbildung. Wir sind der Meinung, dass nicht nur die Grundausbildung sozusagen diese Teile beinhalten sollte, sondern solche Trainings müssen eigentlich regelmäßig wiederholt werden. Sicherheitstrainings sind bei vielen Airlines Standard. Allerdings nur im Simulator. Und das fühlt sich ganz anders an. Irgendwann schreit er jetzt. Genau, jetzt muss man ausleiten, also nachlassen, abfangen und dann gemütlich wieder Gas geben. Ich habe in einem Flugsimulator nicht wirklich das Gefühl von, hier kann auch was schiefgehen, bis hin zur Todesangst, um es jetzt mal... Nein, der Simulator ist eine Kiste im Keller. Und deswegen ist der wichtigste Aspekt, das mal wirklich zu erleben. Technisch gesehen sind es vor allem die Fliehkräfte, die ich im Simulator nicht simulieren kann. Wir wissen aus der Erfahrung, dass manche Piloten, die es im Simulator ausprobiert haben, überrascht sind, nach so langer Zeit mal wieder zu spüren, wie sich 2,5 oder 4G anfühlen. Erfahrung, die Menschenleben retten kann. Das Flugzeug befindet sich in dieser Fluglage. 90% der Piloten würden instinktiv mit Ziehen reagieren. Die Nase zeigt nach unten. Ziehen müsste mich doch retten. Aber wenn ich dieses Flugzeug beobachte, würde das Ziehen diese Bewegung verursachen und gar nichts bringen. Wir üben also, erst gerade zu rollen und dann zu ziehen, um hier den richtigen Ablauf zu haben. Auch die EASA hat hier Handlungsbedarf erkannt. Künftig sollen Piloten zu regelmäßigen Trainings verpflichtet werden. Wir sind am Ende dieses Gesetzgebungsverfahrens und wir hoffen, dass das EASA-Komitee in Brüssel in naher Zukunft diese Verbesserung genehmigen wird. Verbesserungen wie diese sind gut, aber für Bernd Hamacher gehört die gesamte Pilotenausbildung auf den Prüfstand. Mit der Einführung der Berufspilotenausbildung 1948 hat man 750 Stunden Theorieausbildung vorgegeben und diese Zahl von 750 ist bis heute beibehalten worden. Das heißt also, ein angehender Verkehrsflugzeugführer hat in seinem Leben 750 Stunden Theorie
Und wenn man sich so ein Gebiet rausnimmt wie Aerodynamik, dann sind das 30 Stunden, die davon sind. Das ist montags bis donnerstags. Das ist das theoretische Grundverständnis, was er hat, um damit sein Leben lang fliegen zu können. Viele Schüler lernen stumpf auf die Prüfung hin und verstehen nicht, was sie lernen. Das heißt, sie gehen in die Prüfung, bestehen und gehen raus und dann ist ein großer Magnet an den Kopf gehalten worden und das ganze Wissen ist weg. Es wurde gar nie aufbereitet, wiedergekäut, wirklich von Anfang an verstanden. Und das ist ein ganz großer Punkt, dass Leute auf den Markt kommen, die zwar die Berechtigung haben, etwas zu tun, aber gar keine Kenntnis mehr von dem, was sie eigentlich machen. Januar 2017. Am Arbeitsgericht in Frankfurt erringen die Lufthansa-Schüler einen Teilerfolg. Das Gericht verpflichtet den Konzern, seine Flugschüler zügig zu Ende auszubilden. Die Lufthansa ist jedoch nicht verpflichtet, die fertigen Piloten anschließend einzustellen. Beide Seiten haben Berufung angekündigt. Doch die überraschende Einigung nach jahrelangem Tarifkonflikt im März 2017 könnte auch diesen Arbeitsgerichtsprozess überflüssig machen. Bis zum Sommer soll dieser neue Tarif ausgearbeitet sein und dann bis 2022 gelten. In der Pressemitteilung dazu macht der Konzern auch den Nachwuchspiloten wieder Hoffnung auf eine planbare Zukunft. Damit kann Lufthansa in den kommenden Jahren wieder Nachwuchsflugzeugführer einstellen und mit einer Vielzahl von Kapitänsanwärterstellen Karriereperspektiven für Piloten schaffen. Wie sieht die Zukunft aus? Wird Kollege Computer den menschlichen Piloten ersetzen? Flugzeuge können auch alleine fliegen. Man übersieht, dass also Flugzeuge heute weitgehend automatisch starten. Sie können in vielen Fällen automatisch landen. Wir haben mittlerweile viele Technologien, die Flugzeuge so ausrüsten könnten, dass sie automatisch fliegen können. Ich glaube, die Technik wird in 10, 15 Jahren schon so weit sein. Unter heutigen Bedingungen kann das Berufsziel Pilot zum Albtraum werden. Meine Kinder, die in die Uni sind beide Nichtpiloten. Die haben gesehen, wie ich den Lebensstandard hat und sagen, die will irgendwo anders hingehen. Wir empfehlen Piloten, wenn sie das immer noch wirklich ihr Traum ist, ja, macht das, aber dann geht sehr bewusst rein mit offenen Augen. Man muss sich als werdender Pilot ganz klar darüber sein, dass das nicht mehr das Leben ist, wie man das aus Filmen aus den 60er oder 70er Jahren kennt, sondern dass das durchaus harte Arbeit ist. Also wer heute überlegt, da Fuß zu fassen, da kann man nur alle roten Tücher wedeln und sagen, auf keinen Fall. Wenn du Fliegen lustig findest, geh ultraleicht fliegen, Auto-Gyros, Gleitschirm, was auch immer, geh in einen Segelflugverein und hab Spaß. Das ist Fliegen, wie es eigentlich sein sollte. Gewerbliche Fliegerei, bis sich da nicht was ändert, sprich Anerkennung als Beruf, Flugdienst und Ruhezeiten stark beobachtet seitens der genehmigenden Behörde, ein ordentliches Gehaltsgefüge etc., würde ich sagen, Finger weg, auf keinen Fall machen. Die Piloten klagen, dass sie mehr und mehr unter Druck stehen und dass sie sagen, das geht einfach nicht weiter. Wir haben einfach gesagt, es ist nicht 5 vor 12, aber es ist 2 vor 12.